Oh. Jo, Leute. Hört man mich? Ich muss nachschauen. Yep. Okay, alles clean. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mit Red Dead Redemption. Ich weiß, es ist halt ohne Facecam, weil das Sch- Spiel spielt ohne Facecam. Wann habe ich mich das letzte Mal dieses Jahr gezeigt auf Kamera? Fällt mir gerade nicht ein. Aber hier sind wir. Und ich habe mir halt jetzt vorgenommen, lange zu streamen, so 2 Stunden oder so, weil das ein XXL-Stream sein soll. Und ich halt durchschnittlich eine Stunde oder so streamen. Also kann ich auf diese Berge hier drauf? Geht das? Aber ja. Hier ist so eine Aufgabe, die mich interessiert. Ähm, eine Nebenmission. American Appetites. Hier haben wir Bonnie, McFarlane und dieser West Nigel, keine Ahnung, wie jetzt heißt. Aber seine Mission ist gerade inaktiv. Das heißt, wir gehen hierhin und dann dahin. Hello Liam, how are you? Neues Intro, ja. Also das ist jetzt kein neues Intro. Also ich habe kein neues Intro. Aber du meinst neues Logo. Hm? Oh mein Gott. Dann bewegen wir uns zur Mission. Alter, wo ist die Mission? Okay. Hätten wir einfach hier lang. Ja, bruh. Okay, Logo meint, ja, ich habe ein neues Logo, daran arbeite ich noch dran. An das Logo nicht, aber an den Banner. Und ich habe vor, ein neues Intro zu machen, nur ich muss gucken, wie, also Intro habe ich jetzt nicht so viel. Was hier ist, was hier ab. Nein, der ist gestorben. Oh mein Gott, ich check das so früh. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit Controller spiele. Das heißt, ihr müsst wissen, meine Steuerung ist jetzt nicht. Also meine Controller-Erfahrungen sind nicht die besten. Vor allem jetzt, ich habe halt früher mit Controller gespielt, aber jetzt nicht mehr. Ich habe auch oben rechts eine neue Schrift gemacht, weil es halt so an mein Logo und so weiter dazu gehört. Und auf mein neues Intro. Aber mein neues Intro muss noch überlegen, was da hinkommt. Aber meistens lasse ich mich von meinem neuen Intro, wenn ich ein neues Intro mache, lasse ich mich inspirieren. Ich weiß nicht. Ich werde immer inspiriert. So, aha, das sieht so aus bei dem. Ey, diese Schrift feiere ich. Also, darum mache ich halt ein Intro draus, wenn es mir so krass gefällt. Sonst war heute euer Tag, Leute.
vibriert. So. Jetzt nicht. Ja, what the fuck? So. Okay. Dann hole ich mein Pferd. Was ich kacke finde ist, auf der Map wird dein Pferd nur für eine kurze Zeit angezeigt. Jetzt musst du ihn rufen und dann wird der, wie soll ich sagen, angezeigt, dann kommt er zu. Also wir könnten es wirklich machen, dass man das Pferd immer auf der Map sieht. Ganz gut rein. Mein Tag war so, muss ich sagen. War so ein ganz okay Tag. War jetzt nicht so gut. War nicht gut, war nicht schlecht, war ein bisschen chaotisch. Weil als ich von der Schule nach Hause kam, um 15:30 Uhr, bin ich, lol, mit Silber. Ja, wir können einfach. Sollen wir die Challenge akzeptieren? Na komm. Sounds like easy money to me, partner. 3 Vögel. Das ist das Ei. Ich weiß schon nicht, wie man mit dem Dead Eye umgeht. See? That's how you do it. So auf Controller weiß ich nicht. All right, here's your winnings. Danke. Warte mal, mit welcher Taste? Dead Eye. Also man muss beide Joystick-Tasten drücken und dann wird der Dead Eye aktiviert. Hier steht nicht, wie man markiert, weil man kann ja markieren mit dem Dead Eye. Ich weiß nicht, vielleicht wird es noch kommen. Ich weiß es halt nicht. So, als ich heute für die Schule kam, irgendwie ging die Zeit voll schnell um. Es war auf einmal 17 Uhr. Ja, es war 17 Uhr. Hab dann so einen kleinen Schlaf gemacht. Bin so bis 17:30 Uhr schlafen gegangen. Bin dann halt aufgestanden. Ich weiß nicht, ich war so müde. Man braucht wirklich daneben schlaft viel vor der Schule. Sonst werdet ihr richtig müde sein und so weiter. Bei mir war es halt so, ich habe nicht so viel geschlafen heute vor Schule. Ich habe mir jetzt vorgenommen, 7-8 Stunden Schlaf zu haben. Schon wie ich hier. Weißt du, wer wir sind? Wer ist das? Hello, John. John Marston. Do I know you? I hope so. I seem to know you. I'm pretty good at remembering faces. Are you?
Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl, until her eye was hanging out by a thread of tendon and her brain was plastered over a wall. Not really. Then why would you remember me, friend? You've forgotten far more important people than me. What's your game, friend? I don't have a game, John. Listen, sometimes I just wish I'd known more about life. Wish I'd had better guidance. A friend of mine is drunk as a skunk in the saloon on Thieves' Landing. I think he's gonna be unfaithful to his dear wife. Why don't you head over there and see if you can advise him how best to proceed? What do you think I am? I know what you are, John. Just if you've got the time, friend. Well, are you gonna do what I asked? Okay, warte mal. Go, John. So, mein Controller ist wieder angeschlossen. Ich werde anschauen. Warte mal. Okay. Weil ich so das Gefühl, dass ich immer gestummt bin. Not the man I thought you were. Nee. Der Typ weiß ja, wir sind. What the fuck? Ich weiß nicht, wer er ist. Warum wird der zwar noch nie erwähnt? Wir haben jetzt eine neue Mission freigeschaltet. The burning. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Let's head out. He couldn't have gotten far. Okay, der Vater ist wohl weg. Verschwunden. Boy, Ich würde sagen, nicht verschwunden, come oder? on, let's hurry. Come on. Das ist kein schwacher It's a bad Mensch. idea to split up right now. I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry. We'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? I had 6 brothers, but 5 of them died. Either stay with me. I've got a bad feeling about this. And the other one? He left for the east and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. Look, I think I see someone. Oh, Hurry up! Daddy, what happened? Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch the wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Please stay close. Yeah!
What could have happened to those poor men? And their horses were dead too. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Those damn rustlers! I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you really want to know? It's disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in. Like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't The realize it. outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. There's nothing more depressing than a man who's found a way to think the bad into good. You're up. Look, Mr. Marston, the barn is on fire. Come on, boy. Come on. Boah. Das ist heftig. Load up there. Oh, ups. Put it on. Get a move on. We can't get through the doors. It's too dangerous. It's getting worse. Try and get in through the loft, Mr. Marston. Climb up the windmill. Get them horses out. Más agua. Aus dem Weg. Los caballos. This ain't working. Nein, nicht runterspringen. Komm schneller, Junge. Boah, heftig. We gotta get to the horse. Oh, die armen Pferde. What the fuck? Hello, mister. Hä? Alter. Well Oh, done. du Now kriegst let's save the horses. Manchmal geht der einfach so aus. Der ist halt wird älter. Oh mein Gott. I'm choking. Somebody else get in there. Warte mal. Mit Gletscher. Oh shit. Let's go. Boah. Heftig. Come on, easy up now. Come on. Come on. You sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. You saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, I did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well,
My father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. Ist auch voll gefährlich, in so einer brennenden Scheune zu gehen, da das aus Holz besteht. Aber jetzt können wir auch zurück zum Marshall gehen. Aber bevor wir zu dem alten gehen, werde ich kurz das Spiel speichern. Spiel speichern. Easy. Ich hatte heute in der Schule Mathe. Boah, ist hell. Wie schön. Blue is it? 12 Uhr. 12 Uhr 18. Oder 8, ne? Ja, 12 Uhr 8. Jetzt 12 Uhr 9. Mich dort in die Schule Mathe. Wir haben momentan. Dann gehe ich jetzt nicht. Wir gehen da später hin. Ich habe Prozentrechnung. Und ich bin voll gut in diesem Thema. Sehr gut. Und heute gut mitgemacht. Ja, ich bin zufrieden. Generell, man sollte immer Gas geben in der Schule. Weil ist halt wichtig. Vor allem gerade mal in der 9., wenn ich in der 9. Klasse bin und im 2. Halbjahr und man kann halt sitzen bleiben und das ist nicht schön. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, was sagen. Generell, auch wenn man jetzt gut Noten hat in der Schule, kann man immer sitzen bleiben. Wisst ihr? Man kann auch, das klingt fake, aber ist es nicht. Du kannst mit Fehlstunden sitzen bleiben. Wenn du sehr viele Fehlstunden... Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wow. Oh mein Gott, wir hätten ihn zahlen sollen. Egal. Ich habe eh gerade gespeichert. Automatisches Speichern ist irgendwie so gefährlich. Wenn man nur Automatik speichert, keinen anderen Speicherplatz hat.
wo man was rettet. Vor allem, wenn man das noch als Projekt auf dem Kanal macht. Hier ist so ein Laden, da will ich mal ganz kurz reingehen. Da war ich noch nie drin. Nur der Armadillo einmal. Come on in, take a look. Oh, wie schön. Kann man so hier. How are you, mister? Eine Überlebensmap. Schlangenöl. Munition. 12 Dollar. So, ich kann entscheiden, wie viel. Ist mir gerade ein bisschen zu viel, generell, wir sind broke. Was ist das? Keine Ahnung. Ist es eine Map oder so? Was kann ich denn kaufen? Das für einen Dollar. That's what I've got for sale. Man kann man auch mit jedem Abschluss, man kann man immer seinen Abschluss verlieren. Zum Beispiel seit einer Gesamtschule, so wie ich, die es nicht wissen, was das ist. Das ist halt eine Schule, da kann man jeden Abschluss machen. Hier haben wir auch diese Mission American Appetites. Wir machen das und dann gehen wir zu Nigel. Bei einer Gesamtschule ist halt so, da kannst du jeden Abschluss kriegen. Was gar nicht mal so dumm ist. Denn ein Abschluss ist besser als kein. Und wenn du jetzt gute Chancen auf einen richtig guten Abi hast, weil warum rennen da Typen? What the fuck? So, das ist ein Gesetz hinter. Wenn du so nicht guten Abschluss hast, kannst du ihn immer verlieren. Deswegen so viele nehmen die Schule ernst. Egal wie gut sie sind, dann nimmst du sie nur ernst. Finde ich dumm interessant. Aber ist halt deren Sache. So, wenn man nicht alles wegschmeißt, selber schuld. Soll er dann im späteren Leben einfach akzeptieren? Oh, hier war diese eine Mission mit dieser Karte und so weiter, wo der Typ Grundstück haben wollte und wir den abgeknallt haben. Ich streame gerade auf Full HD 60 FPS, oder? Warte mal, ich guck mal hier. Ja, auf 1080p 60 FPS. Das war eigentlich nicht der Plan, weil das Spiel läuft bei mir auf 720p. 30 FPS oder so. Das ist halt auch so der Standard auf der Xbox. Weil ich rende halt das Spiel auch auf 720p auf im Video. Aber das ist ein Stream, dann wird das hier eine Ausnahme. Die Mission kann ich eher schlecht machen, weil die Frau da drin ist. Oder kann ich von hinten rein? Ich will die Mission hier gar nicht triggern. Ja, egal, dann machen wir eben diese Nigel-Mission. Kopfgeldposter gibt's auch. Okay. You shall not give false testimony except for profit. Was soll das heißen?
Okay, wie lange ladet jetzt dieses Spiel? Holy shit. Wenn das so ein Infinity Loop ist, dann. Oh, dann muss das Spiel beenden und neu starten. Und darauf habe ich keinen Bock. Egal, hab eh gespeichert. Dann speichere, speichere ich. Dann starte ich das halt eben von neu. Ups, was habe ich hier gedrückt? Keine Ahnung. Easy peasy. Wenn man das, was ich gerade gedrückt habe, ich nochmal. Einfach so, um sicher zu gehen, dass ich irgendwas aktiviert habe. Okay. Ich bin auch eine halbe Stunde live, ist gut. Hab generell sehr viel Power jetzt, was ich mache. Eigentlich wollte ich das hier nicht streamen, sondern aufnehmen, aber dann dachte ich mir so, komm, wenn du aufnimmst, dann wird es so zu lange und wenn du streamst, könnte man schon. Ich kann es halt auch im Nachhinein so lange aufnehmen. Ich muss halt nicht streamen. Eigentlich wollte ich das jetzt aufnehmen, aber hab dann gestreamt am Ende. Hier ist Blackwater. Und hier ist der Typ. Und hier sind wir. Da würde ich sagen, wir gehen zu dem. Einfach so. Oder nee. Sorry, Leute, kein Bock. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Dann gehen wir hier hin. Dann hier hin. Dann da ganz hinten. Wie klingt das? Zumindest wir sind nicht mal weit im Spiel. Ups. Wir sind gar nicht mehr so weit im Spiel. Wir sind noch so, wir haben noch viel zu tun. Assassin's Creed Syndicate sind wir fast fertig. Hab halt vor, Assassin's Creed Syndicate noch nächste Woche fertig zu haben. Die Spiel seit wie lange? Eine Woche? 2 Wochen? Far Cry Primal auch. Oh, wo sind hier schon wieder so viele NPCs? Far Cry Primal muss ich noch hochladen. Aber das kommt. Der Grund, warum ich manchmal inaktiv bin, liegt einfach daran, dass ich zu lange Schule habe. Und an den kürzesten Tagen eher was unternehme. Aber generell, das Wetter ist jetzt ein bisschen beschissener geworden. Und bleibe dann halt mehr drin. Bei mir ist halt so, ich kann bei einem kalten Wetter nicht freiwillig rausgehen. Ich wusste das. Doch, er ist schon. Wow, oh mein Gott, renn schneller. Nee, das ist ein... Hier, Alter. Hä? Das ist mein Pferd. Ein Pferd sieht doch nicht so aus. Wo ist der Typ? Ich wusste, dass das ja von uns verklaut. Ah, wow, der ist weg. Ach, ist jetzt auch egal.
Oh, ich kann nicht einmal eine Mission starten. Da passiert immer was. Die sterben, das Game crasht, werden überfallen. Okay, crash jetzt nicht. And I can tell you Endlich. with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Ah, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be... I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Head for Ridgewood Farm, John, and hurry. There are people there in dire Ist der Typ ein Mediziner oder was? Aus dem Weg, I heard about Bitches. you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it's you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed You're scuttlebutt. as full of wind as a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. For the love of God, try to stay on the road. Stay on the road. You're going to come. destroy the merchandise. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. But I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. More convincing Othello there has never been, and so shall you. A fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Get back on the road! We'll have nothing left by the time we get to Ridgewood. Showmanship, John. The flourish. Oh, for the love of God, try to stay on the road. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to I'll regret drop you this. off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. Best you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Über eine Show gehen? Wo ist die? Okay. Go!
Ja, so kann man auch aussteigen. Friends, Ja, der ist wirklich Mediziner. Chola Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. Uh-oh. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Jo, Mann, das wird so... Oh mein Gott, das ist gut. Come on, do not keep the crowd waiting. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Okay. Let's just see how sharp you is with a moving target. Here it comes. Ach so. Hä? Ach so, auf seine Hand. Hä? You're more crooked than a snake in a cactus. Oops. Ah, what I tell you? Do not write him off yet. He is still adjusting to the powerful tonic. Well, you want to try that again, sharpshooter? Come on, then. Get ready to shoot that hat. You ready to get embarrassed? Oh, das wird automatisch markiert. Such an eye. Behold the power of the elixir plucked out of the sky. Hey, Gut, dass es automatisch markiert wird. you think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Well, it don't work like that around here. Aber dass wir jetzt ein Duell haben. Come on, are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Look at him. The tonic is coursing Oh, er through will his kämpfen. veins. Ja, komm her. Ups. Digga, John, wie kämpfst du Let's see denn? what you got. This is about to get ugly, pal. Perhaps he needs another dose. You're making a big mistake. This is like licking butter on my knife. Boah. You're going down.
Ja, genug. There it is! Skeptics and dissenters, irrefutable proof! Do not let this opportunity pass you by! Look, he's over there. Go get him. This ends Oh. now. Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Aquila heißt er. Marvelous shot, dear boy! The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. Oh yeah. Die Kasse klingelt. Get out of my way. Hey, where are you going? Oh, I want a bottle. Get me a bottle, please. One of them right here. No harm in trying one bottle, I suppose. Jetzt will er auch. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Okay. Was breaking jar? No available. Du hast ihns gezeigt. Hier nochmal habe ich dem gezeigt. Einen Typen auseinandergenommen. Wir haben ein S freigeschaltet. Was ist ein S? Seth? Wer ist das? Ist das hier nicht dieser Friedhof? What the fuck? Okay. Der beste Ort, um jemanden kennenzulernen. Also hier können wir Grundstück mieten, aber es ist irgendwie zu teuer. Dann schwingen wir die Hufen zum Marsch. Wo ist mein Pferd? Ach, es gibt Ennis. Ennis, bist du's? Weil du heißt Neacrimex auf YouTube. Ich finde, diese nächste Mission wird besser und spannender. Warte, was ist mein Controller? What the fuck? Warum hat sich mein Controller?
intakt. Warte, warum ist es hier grün? Haus. Jo, ich will was von mir, Alter. Na komm. Jo. Scheiße. Ja, was mach ich? Oh, bin gestorben. Ey, das war nicht mal der Plan, den Typen zu erschießen. Ich wollte ihn boxen, aber schon hat die Knarre rausgeholt. Lol, ich bin halt wirklich hier gespawnt, weil gehört mir das? Ich weiß nicht. Ich so, weil eigentlich muss man doch $70 zahlen, dass man hier speichern kann. Warte mal, ich habe hier Meet Seth in Coates Chapel. Trifft sich mit Seth in Coates Chapel bei S. Ja, dass meine Taten die Welt beeinflusst, weiß ich. I mean, Bonnie McFarlane? All right, but it's got to be something to do with that government boy. We'll talk to him, find out what he knows. Fucking is. Where is she, Marston? Who? Who? My daughter, you fucking scum. Where's Bonnie? I don't know. I haven't seen her since after the fire. Why? Why? Because she hadn't been seen since yesterday afternoon. You know, I don't think I can cope. If I lose another child... Now, Drew, nobody's lost anything yet. I'm sure she's fine. Oh, Mr. Marshall! Mr. Marshall! Come out, wherever you are! Who the hell's that? Hey, buddy! That'd be your next fucking mayor. Even better! Good day, Mr. McFarlane. Get down from that horse, boy, or I'll shoot. I wouldn't recommend that, mister. Not if Drew McFarlane wants to see his Bonnie back in one piece. Hey, Mr. McFarlane! This is a nice girl you got there. Get out from there! You know, part of me's got to thinking I should just marry her myself. Give her a baby and that. What do you want? That's better. I want Norman Deke. I want him set free. Then you'll get your daughter back, mister. We don't do deals with outlaws, boy. Yeah, you do! Let's not waste each other's time pretending otherwise. Oh, government themselves ain't much more than a bunch of crooks. This is the land of opportunity, mister. And I'm giving you the opportunity to get your daughter back before 15 friends of mine take out all their anger and their loneliness on her. Where the hell is she? Where is she, boy? Bring Deke up to Tumbleweed in a couple hours. And don't get no funny ideas, or I will slit that whore's throat myself. You boys have a pleasant afternoon. Yeah! What do we do? We do as he says. You and me, Marshal. Mr. McFarlane, I'll get you your daughter back. I owe her that. Please do. I'll teach you some respect for the law. Hurry up, boy. Geben wir ihn einfach so Quick ab, as you can, diesen deputy. Typen. Make sure he's tied Norman. on good. Stay with me, Marston. I won't let anything happen to her, sir. Als ob Bonnie jetzt hängt, weil wir Come müssen on, let's das ride hängen. hard to Tumbleweed. Würde hängen, Bonnie und Fallen. Was See, kann this is man what so happens when the sprechen? Federals interfere in our affair. Are you happy now? No, I ain't happy at all. And I already told you, I ain't with the government. Now you say that, John, but the only thing I know for sure is who sent you. They made me come here. They gave me no choice.
That's your federal government, Mr. Johnson. They come down here dressed as cocky as the King of Diamonds, talking a lot of flannel about helping us, about spreading peace and civilization to the West, but they brought nothing but trouble and taxes. I agree with you. Wolves in sheep clothing, all of them. Rob you, then make you pay to have someone investigate the crime on your behalf. People around here have been fooled into feeling protected, when they're worse off than they were before. The fellas I know don't care about people. All they care about is lining their pockets. Why is this sorry son of a bitch so important to them? Norman Deeks Williamson's right-hand man. In other words, a glorified errand boy. Wait, Marshal! I'll be back for you! Bill's standards have slipped. We already filled you with lead once, you ugly Deeks bastard! the kind of man who's mean enough to be second in command, but too cowardly and stupid to ever be a leader. Don't ever use that line near your deputies. You know, for his sake, they'd best not have laid a finger on Miss McFarland. What is this place we're headed? Tumbleweed, a lonely, god-forsaken place. Some people say it's haunted. It was quite a town back in its day. Then they built the railroad to Armadillo and went clean past Tumbleweed. And that was that. Pretty soon everybody had up and left. Now it's just thieves, smugglers, and bandits. Scum like Deke here. Oh, popular spot for lynchings, too. Let's try to avoid that if we can, Marshal. I just hope you're not taking advantage of the McFarland, Marston. They saved my life. Gave me food and bed when they had no idea who I was. I owe them more than I can ever repay. That's just they've been through a lot. Well, they're both vulnerable, different ways. I wouldn't have been running in and out of a burning barn to save their horses otherwise. I know you helped, just like you helped me. But you got your reasons for doing it. It's no secret why I'm here, Marshal. I told you the very first time I walked into your office. I trust you. It's just all this business with Blackwater and Williamson and Path. I don't know. Sometimes it's hard not to have doubt. I understand. I never planned to be in the lawman business neither. How is this mess supposed to turn out? Pinning an outlaw to do the work of a lawman. That's madness. Ain't much difference between the two, as far as I can tell. There have to be rules, Marston. Even you must understand that. It's easy to make up rules, but they ain't much use if people don't understand why. Like my son. If I tell him not to do something, he'll do it anyways, just to spite me. If I punish him, he resents me for it. But if I show him why it's wrong, at least he has reason not to do it again. That's nonsense. Without laws, we're nothing more than animals. Just look at Deke here. Go to hell! Man has worked hard at civilization. Your boy steps out of line, you whack him. He does it again, whack him harder. You're a good man, Marshal, and I respect what you're trying to do. But from what I've seen since I've arrived here, the law ain't really working. Criminals are like weeds, Marston. Quick as you stomp one out, another one sprouts up in its place. It's the nature of places. You know that as well as I do. The problem with laws is everybody ain't the same. Why should a bunch of rich university boys in the East... I can't wait for you to meet the boys. Boys will be getting fast smoking, I bet. Wie lange noch? Sind wir? Ah. Boah, wir sind von hier geritten. Alter, zum anderen Ende der Map. Ich meine, die Red Dead 1 Map ist nicht so groß. Weil dieses Gebiet, diese Teil hier von der Map gibt es halt in Red Dead Redemption 2. Kill all three of you myself, I swear! Yeah. Tumbleweeds across the bridge! Tumbleweed. Da war ich ja das in Red Dead 2. In Red Dead 2 sieht es anders aus. Easy there. John, you'll be exchanging the prisoner for Bonnie in the middle of town. Keep your eyes open. I sincerely doubt these scum plan to play fair. Fair my ass. You bet. Besides, Norm here is gonna be my shield, ain't you, Norm? It'd be my pleasure. Lead Deke into town. We'll be right behind you. I'm sure it's been nice for the boys to have a whore to play with. I hear those rancher girls like it in the rear. Maybe she won't want to go home. She's been
fucking so good. Why don't you save some of that breath for breathing? Mhm. How does it feel to be the Marshal's lapdog? Get these ropes off of me, boys! Where's Bonnie? I thought we had a deal. Well, you thought wrong. We don't make deals with the law. Ich wusste das. Who else wants some? Quick! Find money! Stay close! Where is she, you bastards? Nein! Oh nee, das Game ist jetzt gecrashed. Fick dich. Das Game ist gecrashed, ich kann nichts tun. Das ist nicht... Ich kann nichts tun, es ist gecrashed. Nein. Warum crasht ist? Das ist halt ein Emulator und das Spiel gibt es halt nicht auf dem PC. Red Dead Redemption 1 gibt es nicht auf dem PC. Ja, Mann, du blöde fucking Controller. Ich brauche einen längeren USB-C-Kabel. Ich habe halt kein USB-C-Kabel. Ich habe nur diesen einen kleinen hier. Dann, ich habe halt iPhone. Und iPhone hat kein USB-C. Hätte es, würde ich ihm kacken, weil der Kabel ist so kurz, dass der abfällt. Ich brauche einen längeren USB-C-Kabel. Hab kein Apple, hab kein Android. Apple habe ich nur. Ich habe nur iPhone. Guck, das ist so ein richtig kleiner USB-C-Kabel. Warte. Oder ich schieb mal meinen PC ein bisschen zu mir. So. Ist mein PC ein bisschen mehr reingeschoben. Ich müsste. Ah, jetzt müsste es kein Problem sein. Den PC ein bisschen mehr nah an mich reingeschoben. Klingt's bitte, aber was nicht. Zum Weg, Bitches. Als ob ich den Typen helfen kann. Zum Pferd sind wo da hinten. Wo ist ein Pferd? Ja, der Typ bezieht sich schon, er ist zu spät. So, jetzt muss ich das hier alles neu reiten. Egal. Egal. See, this is what happens when the Federals interfere in our affairs. Are you happy now? No, I ain't happy at all. And I already told you, I ain't with the government. How you say that, John, but the only thing I know for sure is who sent you. They made me come here. They gave me no choice.
That's your federal government, Mr. Johnson. They come down here dressed as cocky as the King of Diamonds, talking a lot of flannel about helping us, about spreading peace and civilization to the West, but they brought nothing but trouble and taxes. I agree with you. Wolves in sheep clothing, all of them. Rob you, then make you pay to have someone investigate the crime on your behalf. People around here have been fooled into feeling protected, when they're worse off than they were before. The fellas I know don't care about people. All they care about is lining their pockets. Why is this sorry son of a bitch so important to them? Norman Deeks Williamson's right-hand man. In other words, a glorified errand boy. You wait, Marshal. I'll be back for you. Bill's standards have slipped. We already filled you with lead once, you ugly Deeks the kind of man who's mean enough to be second in command, but too cowardly and stupid to ever be a leader. Don't ever use that line near your deputies. You know, for his sake, they'd best not have laid a finger on Miss McFarland. What is this place we're headed? Tumbleweed, a lonely, god-forsaken place. Some people say it's haunted. It was quite a town back in its day. Then they built the railroad to Armadillo and went clean past Tumbleweed. And that was that. Pretty soon, everybody had upped and left. Now it's just thieves, smugglers, and bandits. Scum like Deke here. Oh, popular spot for lynchings, too. Let's try to avoid that if we can, Marshal. I just hope you're not taking advantage of the McFarlands, Marston. They saved my life. Gave me food and bed when they had no idea who I was. I owe them more than I can ever repay. That's just they've been through a lot. Well, they're both vulnerable, different ways. I wouldn't have been running in and out of a burning barn to save their horses otherwise. I know you helped, just like you helped me. But you got your reasons for doing it. It's no secret why I'm here, Marshal. I told you the very first time I walked into your office. I trust you. It's just all this business with Blackwater and Williamson and the past. I don't know. Sometimes it's hard not to have doubts. I understand. I never planned to be in the lawman business neither. How is this mess supposed to turn out? Sending an outlaw to do the work of a lawman. That's madness. Ain't much difference between the two, as far as I can tell. There have to be rules, Marston. Even you must understand that. It's easy to make up rules, but they ain't much use if people don't understand why. Like my son, if I tell him not to do something, he'll do it anyway, just to spite me. If I punish him, he resents me for it. But if I show him why it's wrong, at least he has reason not to do it again. That's nonsense. Without laws, we're nothing more than animals. Just look at Deke here. Go to hell! Man has worked hard at civilization. Your boy steps out of line, you whack him. He does it again, whack him harder. You're a good man, Marshal, and I respect what you're trying to do. I hope that is spoiler yet. I ain't had my turn. Oh, slow down, will ya? Pretty much survive. You think you're a man, do you? Come on, boys, over the bridge. Versuch Nummer 2. Easy there. John, Das kann ich überspringen, ist ja nicht lead alles. Deke into town. We'll be right behind you. I'm sure it's been nice for the boys to have a whore to play with. I hear those rancher girls like it in the rear. Maybe she won't want to go home. She's been fucked so good. Why don't you save some of that breath for breathing? Come on, we ain't got all day. How does it feel to be the Marshal's lapdog? What are you waiting for? Untie me, fellers. Where's Bonnie? I thought we had a deal. Well, you thought wrong. We don't make... Ambush! Get in cover! Quick! Find money! Let her go, or I'll kill every last one.
Okay, die sind mehr so drinnen irgendwie. Boah, jemand schreit. Das ist bestimmt Bonnie. Man kann andere sagen. Zack, Headshot. Boah. Nee, nicht ins Vogel. Ah. Oh Gott. Get away from him! I'm getting the hang of this! You all want to die? You're gonna be fine, Bonnie! Lol. Ah, der ist abgehauen, aber zu Pussys. Ich will die lieber umbringen. Bonnie, are you okay? I'm fine now, Mr. Marston. Thank you. Thank you. Boah. What the hell took you so long, you stupid man? Well, you weren't exactly helping me. If you think I'm gonna lower myself by making a joke about being all tied up, you got another thing coming. Come on. Boah, die ist ja richtig durchgenommen worden. Kratzer, blaue Flecken. Boah. Ach, die geht jetzt. Ist jetzt egal. Dann looten wir mal hier diese Gegner. Mighty generous of you, mister. Okay, der andere ist bestimmt auf dem Dach, da gehe ich sicherlich nicht hin. Hier ist ein Pferd, das ist bestimmt nicht meins. Nee, hier sind noch andere Pferde. Repeater-Munition. Vitamin, Baby. Aha, aha. Nochmal Munition. Diese anderen Gegner sind wirklich auf den Dächern, oder? Ich guck einfach nicht richtig. Boah, was ist das denn? Was bist du denn? Heute. Tough one, ain't you? Ach, das ist ein Raccoon, war ja Ding. Waschbär. Rocket Raccoon. Eine Frage, was ist mit Norman? Wo ist der? Just a little something for my troubles. Lebt er noch? Also, oder haben wir ihn sofort erschossen? Hab daran nicht geachtet. Okay, Seth. Wir müssen zu Seth. Erstmal speichern wir und dann gehen wir zu American Appetites. Das wird ein langer Ritt. Aber egal. Ein Reiter-Trip. Keine Ahnung. Roadtrip. Ja. Ich habe vor, auf meinen alten YouTube-Videos zu reagieren. Let's go. Kanal. Die ersten. Let's go. Denn ich habe mich krass weiterentwickelt mit dem Content. So
Er hat sich ein bisschen verbessert, kann man so sagen. Weil früher war er richtig schlecht. Schlechte Thumbnails, schlechtes Schneiden, alles war schlecht früher. Aber jetzt eher nicht. Ich habe mich auf jeden Fall verbessert. Kommt halt immer noch selber Content, aber außer Roblox. Deswegen ist Roblox kam auch recht spät. Recht spät kam Roblox auf das Kanal. Das kam, ich glaube so September 2020. Habe ich angefangen Roblox zu machen. Davor auch, aber richtig selten. Und wenn ich sage richtig selten, dann noch richtig selten. Ich weiß gerade nicht wie selten. Aber ja. Ich habe dann für eine Weile Roblox gemacht. Aber dann bin ich zu den Let's Plays umgestiegen. Weil das war so das, was ich wirklich wollte. Roblox kann ich immer noch bis heute machen, nur ich habe irgendwie wenig Lust, also keine Ahnung. Roblox ist wenig los. Keine neuen Maps. Generell die neuesten Maps sind halt so komisch. Dann ist immer so eine Animation, das ist halt, kennt ihr Mining Animation? Ist das so früher? Animation? Ich weiß nicht mehr, ist halt ziemlich lange her. Hey, I'm afraid I'm married. Excuse me. With Game. Also, wo bin ich gerade stehen geblieben? Vergessen. Okay, ist jetzt ein bisschen früher. 11:47 Uhr. Oh. Ah, komm. Fangen wir den. Slow it down, will you? Jo. Don't fuck with me. Hey! The rope's chafing me! Tragen. Now here you go. It's too tight! Ain't you ever heard of gangrene? Aber man ist ja recht langsam, wenn man jemanden trägt. Und wird das wieder nicht schon zwei, weil man nicht so langsam. Oh, ups. Den Typen hier No angreifen. need for that, partner. Here you go. Do what you want with it. That's the spirit that made this country great, Pard. He'll taste some armadillo justice for sure. Wie Aiden da tretet. Ding bin ich stehen geblieben, Let's Plays, aber da rede ich gleich drüber. Ich mache erstmal hier diese Katze.
You okay, lady? My husband's missing. These bastards won't do anything. But he's a good man. He don't drink nor lay with whores. And he's been missing for 3 days. Let me guess. You went missing up in the hills? How did you know, mister? Just a guess. If I find him, I'll bring him back to you, but people seem to go missing up there. Oh my God. If he's gone, then what'll I do? We ain't got much money. And I'm in the family way again. As I said, I'll do what I can. Und die Arme. Dann nochmal da suchen. Ich gehe zu Seth erstmal. Ich habe gar keine Ahnung, wer Seth ist. Aber ja, Let's Plays. Ich habe halt Roblox gemacht. Für eine lange Zeit. Aber danach nicht mehr. Danach habe ich Far Cry 3 angefangen. Dann habe ich nebenbei Roblox gemacht, aber sehr wenig. Danach habe ich Streaming angefangen, aber richtiges nach Far Cry 3. Dann habe ich Far Cry 4 gemacht, dann GTA Vice City, dann hat Let's Play an. Also ich Let's Play ungefähr jetzt seit 2 Jahren. Ja, 3. Ich habe halt nebenbei noch ganz früher das eine oder andere Let's Play gespielt. Okay, Seth. Wer auch immer das ist. Okay. Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name is Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that, then? The map, partner. The map that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine. It's mine, all mine. Sure. And where's this Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self-same. Well, come on, Seth. Let's go see Moses, get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. Come on then, partner. Ich bin's fucking irre. Er begrabt jemanden aus. Und so weiter. Hat seit 6 Monaten sich nicht gewaschen. Der Typ ist krank. How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ah, hypocrite. The
whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. I met some sick bastards in my time, Seth. But you're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they gets warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Have you looked in the cave, Seth? It's very dark. What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke, and all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who'll do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. What's so important about this map? Nothing much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a raging fire I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. It used to be about the money, but now, I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Spaß. Only it's me. Ich meine, wie unhygienisch kann der Typ sein? Plus er ist Alright, nichts. this is Und it. Let's schlecht. stop here a moment and come up with a plan. So, der Tod ist um die Ecke bei ihm. Ich weiß As far nicht. as I know, Weiß Moses is ich being nicht. held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Hallo Joel, was geht ab? Der ist so unauffällig, dieser Seth. Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. Ich besuche nicht ein PC. Ist das voll Ding? Kopfgeld haben? Kann ich sie nicht This is töten? one god awful assignment. I know. This place is deader than a side of bacon. Don't you lay a finger on them horses, mister. Them's our horses, you rat bastard! Und einfach mein Level jetzt verlieren. Ein Fahndungslevel. Und ich werde gesucht. Gefangen. Warte mal, dieser Rot, also da ist ja so was Rotes, wird immer so nach rechts geht, ne? Ich frage mich, wie es bei der deutschen Synchronisation ist. Da steht aber gesucht. Das ist so in Red Dead Redemption 2. Dauert das dann länger oder so oder nicht? Ich weiß nicht. Dauert es länger? Nichts bei dir? Auch nichts. Ist halt ein langweiliger Tag. Morgen ist aber eh wieder Schule. Come on, ain't no time to be wasting.
Boah, das Pferd hat ja Schussstellen am Arsch. Ja, gleich komm doch schon. Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Moses? Oh, Moses! Als ob da drin ist. Da ist keiner. Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! What the fuck? Get that slippery bastard! I need him alive, though! Hello, Liam. Damn law! Welcome back. What's this got to do with you? Ich arbeite nur für Seth. So, dann renn jetzt ein bisschen schneller, Digga. Ich drücke hier X wie so ein Verrückter und der wackelt diese Arme wie ein Verrückter. God damn you! God Let me damn. go! I'm begging you! Loxy, thanks. What? Seth would sell his own mother. We'll split it between us, just me and you. Seth lost his mind a long time ago. You must be stupid trusting that crazy bastard. Just name your price. Nee, ich nenne keinen Preis. Ich bin nicht käuflich. Whatever he told you, it's a lie. Oder wie tot jetzt zu lang. You son of a bitch, let me go. Jetzt bestimmt nicht. Jetzt lässt sich dieser Typ mir bestimmt nicht frei. Who do you think you are, Wenn er auf mister? Mutter geht. Aber vergraben wir den vielleicht? You just wait till Ah, I nee, get das ist loose, nur eine mister. Mistgabel. Okay. Ich dachte, das wäre eine Schaufel. You hear me, Moses? Mine! Mine! Moses, you son of a bitch! Alter. Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisting little freak. I ain't telling you shit. Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Oddfellows Rest. It's in Oddfellows Rest. Now, get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. Ein Entschuldigungsbrief? Come on, ain't no time to be wasting. Ich kann jetzt nicht laufen. So. Go speak to that fella. Let's get this over with. Jetzt habt ihr uns das abkaufen. So, ich kann jetzt entscheiden. Like the one Seth gave you will ask to your name. We got more important business to attend to. Ja, okay. Gehen wir in den. Will this clear my name? You're in the clear now. Anytime you want to get on with it's fine with me. Let's hope we meet again. Jetzt habt ihr uns das abgekauft haben. Einfach so einen Brief geben und Verhandlung ist vorbei. So, mister, thanks for your help.
Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. Seth ist abgefuckt. Gefuckter Motherfucker. Boah, wir sind irgendwo im Nirgendwo. Das ist hier Mexiko, by the way, falls ihr es nicht wusstet. Komm, zwei. Hier haben wir noch eins. 3. Interessant. Ich kann hier eine Kutsche nehmen. Irgendwo hinreiten damit. Also schnell reisen. Face. Wonderful. Marvelous. My, take a look at you. When you take a look at you, you look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Whatever you say. Cold, tough, but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Oh, nothing. I was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yeah, my ma felt the same way. And now she wrote me out of her will, and there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, you know, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. Lustiger Mann wurde in mein Tagebuch eingetragen. Der war so lustig. Ey, mein fucking Kontrolle, fick dich. So, dann gehe ich jetzt. Warte mal, was ist hier? Zeitung? Kann man Zeitungen kaufen? Es geht halt wirklich. In Red Redemption 2 verkaufen das die Kinder. Keine Erwachsenen. Für $1. Das sieht alles aus. Boah, aber man kann man so lesen, okay. Civil Unrest Returns to Mexico. Könnt euch das durchlesen, aber ich habe gerade gar keinen Bock, das hier zu übersetzen. Okay. Ja, guck mal, hier sind noch so Werbung und alles. Boah, hier war eine Randale in Mexiko. Chinesische Arbeiter. Right, Mexico. Reports are coming in of rioting amongst migrant Chinese workers in Mexico. Chinese laborers, a large group of whom are building both towns and railroads across Mexico, have protested about reduced pay and appalling working conditions. Riots broke out last week across Mexico at building sites following the withholding the wages due to deadlines not being met. Mexican officials blamed socialists along with poor translators. Okay, da war so eine Massenschlägerei oder so. Keine Ahnung, was Riot heißt. Hab's vergessen. Das waren so chinesische Arbeiter. Was gibt's hier noch? Land and records, rumored alive. Perhaps the legends of the Old West do live on into this more modern century.
Reports from Mexico suggest that possibly the last of the great gunmen, London Ricketts, may be alive and well south of the border. Mr. Ricketts, who survived the Blackwater Massacre of 1899, and who shot and killed both of the Butcher brothers in 96, nicht 1869. Amongst many other rumored and verified killings, was long believed that after a late night gunfight in Eastern California in 1902. Now it seems the last of the men who lived by the speed of their reflex may be still among us. It is unclear whether he will now join a Wild West show. Das war so ein Revolverheld, der halt, ich soll sagen, er hat halt ein Massaker überlebt und so weiter. Also eine entführte Frau. Achso, das ist über Bonnie McFarlane, das könnt ihr euch durchlesen. Das will ich aber jetzt nicht durchlesen. Okay. Das Zeitung finde ich, krass, interessant. Der Typ hat auch noch, also was krass ist, der Typ hat die Zeitung fallen gelassen, als ich ihn angeguckt habe. Schönes Detail. Climb aboard. Don't take all day. Hä? Was? Ich wollte nix machen. Das war nicht, ich wollte nur einsteigen, dann hat schon den Typ rausgeholt. Egal. Fette Mucke. So, was macht man? Das ist ja nicht wie Red Dead 2, wo du diese Typen sagen kannst, er bleibt mal stehen, sondern musst du, glaube ich, fesseln. Ah, wow. Ich will ihn halt ungern wegnehmen. You feather-brained sons of bitches, and y'all lost your damn mind? What the safe doing out here? What if someone saw it? They go straight to Marshall Johnson Armadillo and tell them where it was, wouldn't it? I don't know. Sometimes I swear y'all fellas must be dumber than a fist post. Wer redet denn da? Shut up! Or you're dead! Lord has mercy on your soul, sir. Okay, was geht hier ab? Bist du freundlich? Mister, these fellers robbed a bank in Armadillo. Oh. I've been tracking them ever since. I'm a bit outnumbered. Would you mind lending your guns? Alter! Oh, ich kill die gerne. Headshot. Yeah! Follow me this way! You want more? Easy. Ich hoffe, ich werde dafür bezahlt. Was, ich muss damit nach Armadillo gehen? Na, egal. Thanks for your help, mister. Now I trust you'll return this safe to the banker in Armadillo. Wir gehen ja eh dahin. Aber wenn jetzt Gegner kommen, ne, das nervt. Ah. War knapp.
Oh, das ist so klar. Ja, wir haben den Backup. Easy, easy. Ach, das Rote ist das Stack, als ich es jetzt realisiert. Ich dachte, aber was ist Leben? Rot ist wirklich Leben. Rot ist das Stack. Aber wie viel ist das da egal? Easy peasy. So, mit Kills fühlt sich das auch nicht mit. So Schlangen oder so. Gehen wir Level 2. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel noch nie gespielt, weil die 2 habe ich nur gespielt, weil das halt auf PC hat. Die 1 halt nicht mehr, weil das halt nicht auf PC gibt, nur mit Emulatoren. Immer der Programme, womit du dann Spiele auf andere Plattformen spielst. Ja, man, der läuft rein. Soweit, so gut. Ich verstehe es. Wie viel ist gerade in-game? 18 Uhr 42. So weit, so gut. Sorgen mache ich mir nicht. Der Name der ist effektiv. Ich hoffe, wir kriegen einen Orden oder Geld. Dann auch lieber. Am liebsten der Safe. Sonst Armadillo war halt in Red Dead nicht eins. Weil so eine Geisterstadt, weil da so eine Krankheit ausgebrochen ist, die Cholera heißt. Cholera, keine Ahnung wie die heißt. Und deswegen war das so eine Geisterstadt in Red Dead 2 war. Jetzt in Red Dead 1, nicht Red Dead 1 spielt halt 1911, glaube ich. Red Dead 2 1899 und der Epilog 1900. Solomon's Folly Complete. Das sind so Dinge, random Ereignisse, Zufallsereignisse. Bild bekommen, $40. Oder? Das waren $40, oder? Oder habe ich falsch gesehen? Also, ob ich es falsch gesehen habe. Okay, wir ballert da draußen.
Ich will schlafen. Alter, ist jetzt beim Kotzen oder was? So als würde es ihm gut gehen. Haben wir wieder Seth? Ist er wieder beim Friedhof? Ja. Und hier haben wir Nigel. Was ist mit Bonnie? Ist sie ausgesetzt für eine Zeit? Hier haben wir noch die eine oder andere Side-Mission. Boah. Leute, ich lasse hier den Stream stehen. Ich nehme seit 2 Stunden auf, bin seit 2 Stunden live. 2 gute Stunden live sogar. Wir haben vieles gemacht. Ja. Das Ding ist, wenn man so daran denkt, das sind ja 2 Schulstunden. Und ich gebe zu, dieser Stream war irgendwie länger, ich weiß nicht. Ist mir auch egal. Vielleicht, weil ich einfach öfters auf die Uhr geschaut habe, aber